So, es ist schon lange her, dass ich so ein Sit-Down-Video gemacht habe, aber ja, ich dachte, ich versuche das jetzt mal und mache heute einen kleinen Haul mit euch. Also ich zeige euch so die neuesten Teile, die in meinen Kleiderschrank eingezogen sind. Und ich dachte, ich filme das jetzt mal auf meinem iPhone, weil das jetzt irgendwie einfacher ist, irgendwie das Setup aufzustellen. Ich bin aber so ein bisschen irritiert von diesen 3 Linsen bei dem iPhone. Ich weiß nicht, in welche Linse ich reingucken muss, damit ich quasi wirklich in die Kamera gucke, aber okay, ich werde einfach so in die Richtung gucken, dann wird es, glaube ich, schon okay sein. Ja, fangen wir mit dem ersten Teil an, das hole ich jetzt mal. So, das erste Teil ist dieses Kleid von COS. So ein weißes Stretch-Kleid mit einem schönen Rückenausschnitt. Und ich werde die Teile auf jeden Fall anziehen und dann immer wieder zwischendrin einblenden, damit ihr die Teile auch angezogen seht. Ja, das ist jedenfalls hier ein schönes weißes Kleid, was auch vorne so einen schönen Ausschnitt hat. Also es ist ähnlich wie bei dem Body, den ich gerade anhabe, also relativ hochgeschlossen. Und dann fangen hier die Träger an. Es hat so einen 90s-Vibe. Gefällt mir sehr, sehr gut, finde ich sehr schön. Und das Kleid habe ich in der Größe S. Normalerweise würde ich eigentlich für die kleinste Größe mich entscheiden, aber als ich das anhatte, war es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass es in S ist, weil es dann hinten nicht ganz so eng war. Ich mag das nämlich nicht, wenn das dann unterm Po nochmal so reingeht, also wenn das so sehr eng und betonend ist. Und so fällt es dann einfach relativ einfach nach unten. Ja, das zweite Teil ist ein bisschen alltagstauglicher, und zwar ist diese Jumpsuit, ebenfalls von COS. Und der hat so super weite Beine. Was ich hier besonders schön fand, ist die Öffnung hinten. Also es ist vorne zusammen und hinten dann offen, und ich denke, dann spannt es auch weniger, wenn man sich hinsetzt, und ist einfach bequemer. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, ist ein schönes Detail einfach und sonst relativ entspannt geschnitten, also sehr weit. Hat mich aber so ein bisschen an so den koreanischen Stil erinnert, den wir da immer gesehen haben. Dazu zum Beispiel ein paar Chucks oder so, sehr lässig. Cool. Man kann zum Beispiel auch, wenn es so Richtung Herbst geht und die Temperaturen ein bisschen kälter werden, einen Longsleeve drunter tragen, zum Beispiel in weiß oder cremefarben. Stelle ich mir sehr cool vor. Ja, das wäre das zweite Teil. Das letzte Teil von COS wäre jetzt diese Jeans. Ich glaube, es ist ähnlich geschnitten wie eine Mom-Jeans, also hier vorne so relativ hoch tailliert und ein bisschen weiter, auch an den Hosenbeinen. Aber unten geht es dann ein bisschen weiter zusammen und dann wird es auch gekrempelt. Also man kann es auch offen tragen. Ist dann auch ein cooler Look, aber jetzt so für den Sommer würde ich das so gekrempelt tragen, damit es so ein bisschen luftiger unten ist, wenn ihr versteht. Und das Modell heißt Tapered. Also ich glaube, dass der Schnitt irgendwie auch Tapered genannt wird, bin mir aber nicht sicher. Ich fand jedenfalls erstens den Stoff super schön, der ist so schön weich, dafür, dass es ja so Jeansstoff ist. Also macht es sehr angenehm auf der Haut, und mir gefällt die Farbe sehr gut. Also es ist nämlich kein richtiges Weiß, sondern ja so Off-White, ein ganz helles Creme fast schon. Ich hole mal das Weiß so als Vergleich. So, hier könnt ihr nochmal die Farbe im Vergleich sehen. Also das Weiß ist halt sehr, sehr, nicht kalt, aber schon sehr clean. Und dieses Off-White oder helle Beige macht es dann einfach ein bisschen entspannter und strahlt dann nicht so sehr und blendet sich, glaube ich, dann ganz gut ein, je nachdem, was man dazu kombiniert. Aber ein weißes T-Shirt zum Beispiel fände ich auch dazu cool, oder halt eben den Body, den ich gerade trage, sieht sehr cool aus zu der Jeans. Ja, mag ich sehr gerne, und ich habe die Jeans in der Größe 25. 26 habe ich auch anprobiert, und ich habe sehr, sehr geschwankt zwischen 25 und 26, weil ich bei 26 auch das mochte, dass es an den Oberschenkeln so ein bisschen lockerer war und sehr lässig, aber dafür hat es dann hinten halt mehr abgestanden, und das ist sowieso immer das Problem, was Daisy und ich haben, dass es an der Taille immer nicht eng genug ist, und es war dann bei der 25 ein bisschen besser, deswegen habe ich die Größe genommen. Und ja, die Hose gibt es auch in 2 anderen Farben noch, glaube ich. Oder, also mindestens in so Blue Jeans auf jeden Fall, finde ich auch sehr cool. Und da war der Stoff sogar noch weicher als bei dem weißen. So, wir bleiben bei dem Thema Hosen. Und die habt ihr im letzten Vlog schon kurz gesehen. Das ist diese grüne Hose von H&M. Die ist einfach super weich und flatterig, also dieser Stoff gefällt mir sehr, sehr gut. Er knittert nur sehr, sehr schnell, also sobald man das draußen anhat
und sich einmal hinsetzt, hat man auf jeden Fall Knitterfalten, aber das finde ich persönlich nicht so schlimm. Ja, mir gefällt auf jeden Fall die Farbe, ich finde es cool, zum Beispiel zu schwarz, aber auch zu weiß, also doch relativ universell, wenn man sowieso einen sehr farblosen Stil hat, so wie ich, also nicht allzu viel Farbe trägt sowieso, dann passt sowieso alles zu dieser Hose. Und ja, also wie gesagt, sehr locker und flatterig und deswegen sehr bequem, auch zu heißem Wetter, finde ich jetzt nicht unbedingt zu den 35 Grad, die wir gerade haben, aber so in den oberen 20ern Bereich von den Temperaturen her ist es trotzdem sehr angenehm und ja, finde ich sehr cool. So, als nächstes haben wir eine Sonnenbrille. Ich habe mir nämlich schon bestimmt 2 Jahre oder so keine Sonnenbrille mehr geholt und brauchte irgendwie mal was Neues. Also ich habe sehr lange sehr schlichte Sonnenbrillen getragen, so ganz einfache schwarze und wollte irgendwie was Besonderes haben. Und da gibt es von Loewe sehr coole Modelle. Die hatten letztes Jahr schon zum Beispiel welche, die ich auch sehr cool fand. Die waren aber ein bisschen extremer. Also wenn man sie aufhatte, dann wusste man nicht, ob das irgendwie eher so ein Kostüm war oder wirklich ernst gemeint. Aber die fand ich eigentlich auch cool, aber sie sind eben nicht sehr alltagstauglich. Und dieses Jahr kamen dann welche raus, die in die Richtung gingen, aber definitiv alltagstauglicher waren, beziehungsweise ein bisschen normaler aussehen, aber trotzdem auch besonders. Und unter anderem halt diese hier. Ich setze sie mal auf. So sieht sie aus. Ich mag das, dass es diesen ovalen Look hat, mit diesem auffälligen weißen Rahmen und dann, dass es an der Seite schwarz ist. Trotzdem eigentlich gut kombinierbar. Die Gläser sind so ganz leicht bräunlich. Finde ich auch sehr cool, aber trotzdem dunkel genug, weil ich kenne bestimmt bei voll vielen Sonnenbrillen, die halt kein schwarzes Glas hat, sondern braun, dass die Gläser sehr durchlässig sind oder durchsichtig. Das mag ich nicht so und das ist hier nicht der Fall. Die gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten, also unter anderem auch eine, die komplett schwarz ist und dann hier nur oben und unten weiße Ränder hat und dann an der Seite weiß. Und auch farbige Modelle wie, ich glaube, so pink oder so ein rosa und grün. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen bolder als jetzt die Variante, aber ja, auf jeden Fall ein cooles Modell. Dann haben wir als letztes noch 2 Oberteile. Fangen wir mal mit diesen an. Das ist hier dieses schwarze Polo-Shirt von der Arket Männerabteilung und das ist auf so einem Frotti-ähnlichen Stoff, also fand ich auf jeden Fall schon mal sehr cool, weil es so ein bisschen fluffy aussieht, nicht ganz so standardmäßig und da auch ein bisschen lockerer, also nicht ganz so formell wie die meisten Polo-Shirts und ja, einfach dieser lockere Schnitt, easy peasy, einfach zu eigentlich jeder Hose, die man sich vorstellen kann. Ich hatte es zum Beispiel auch noch so tagsüber über mein Bikini an, finde ich, ist ein cooles Teil, sehr bequem und sehr weich, einfach so ein bisschen anders als so der reguläre glatte Stoff, den man sonst hat. So, kommen wir zum letzten Teil in diesem Haul. Das hier ist ein Shirt von Edited the Label. Leider ist es schon ausverkauft, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil es eigentlich stellvertretend steht für diese Art von T-Shirts. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, man sieht momentan sehr häufig diese ärmellosen Shirts mit den Schulterpolstern. Sind auf jeden Fall sehr cool, weil es so ein bisschen mehr ein bolder Look ist, aber trotzdem sehr entspannt und sehr lässig. Diese Art von T-Shirts gibt es auf jeden Fall bei sehr vielen verschiedenen Marken. Da werde ich euch in der Infobox auf jeden Fall mal ein paar Optionen verlinken. Bei H&M gibt es zum Beispiel eins, was ungefähr die gleiche Farbe hat wie mein Nagellack, also so ein beiges Gelb, würde ich es mal beschreiben. Auch sehr cool auf jeden Fall. Oder von The Frankie Shop gibt es super viele Farben und auch sehr coole dabei, so ein Taupe und werde ich auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Ja, somit habe ich, glaube ich, alles gesagt zu diesem T-Shirt. Das ist auf jeden Fall ein cooles Teil für den Sommer und ja. Und damit wären wir dann auch durch mit diesem Haul. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, das war eine nette Überraschung, dass zwischen den Vlogs doch nochmal ein Video von mir kommt. Ich kann nicht versprechen, dass ich das beibehalten werde, dass zwischen den Vlogs auch ein Video kommt. Pressure. Mal gucken. Schauen wir mal, wie es so läuft und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Vlog dann wieder, also im August-Vlog, Anfang September und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!